Nummer eins: Nutze die toten Zeiten aus. Das sind die Zeiten, in denen dein Körper vielleicht beschäftigt ist, wie der Weg zur Arbeit oder auch beim Sport etc. Tipp Nummer 2: Mache stetig kleine Verbesserungen. Es ist ganz wichtig, dass du kleine Schritte machst. Der Grund dafür ist, damit du lange deine Motivation behalten kannst. Sprachenlernen ist ein Marathon. Deswegen musst du eine lange Ausdauer haben. Und dafür ist es ganz sinnvoll, mit kleinen Schritten große Fortschritte zu erzielen. Tipp Nummer 3 ist die Wiederholung. Du musst das Erlernte wiederholen. Dafür ist es wichtig, dass du dir regelmäßig Zeit nimmst, um dein Erlerntes an Vokabeln oder auch Regeln zu wiederholen. Tipp Nummer 4: Mit Leichtigkeit dein Deutsch verbessern. Du musst dir Material raussuchen, Content raussuchen, der dich wirklich interessiert. Konsumiere die Inhalte, die du auch auf deiner Muttersprache konsumierst. Wenn du dich für Kochen oder Persönlichkeitsentwicklung interessierst, dann schau dir dazu Content an und konsumiere diesen. Auf diese Art und Weise fällt dir das Lernen sehr leicht und es macht dir Spaß. Es fühlt sich dann oftmals noch nicht einmal so an, als ob du lernst. Tipp Nummer 5 unserer Serie lautet: Du brauchst ein konkretes Ziel. Und für dieses konkrete Ziel benötigst du einen konkreten Plan. Aber warum sollte ich ein Ziel haben? Du hast dir vielleicht schon einmal gesagt, ich möchte Deutsch lernen. Aber dieses Ziel kann schnell überwältigend werden. Die deutsche Sprache ist sehr vielfältig und enthält sehr viele Vokabeln und Redewendungen. Selbst Muttersprachler lernen ständig dazu. Ohne klare Ziele kann es schwierig sein, motiviert zu bleiben und den Überblick zu behalten. Ich erkläre dir anhand eines Beispiels, wie wichtig ein konkretes Ziel ist und dass ein vages Ziel nicht ausreichend ist. Stell dir vor, du machst eine Reise, aber du hast kein konkretes Ziel. Dann wird es sehr schwierig für dich sein, dich auf diese Reise vorzubereiten. Du wirst umherfahren und von einem Ort zum anderen und immer wieder den Weg ändern und letzten Endes wirst du orientierungslos von A nach B wandern. Und genauso ist das mit deiner Deutschreise. Du brauchst ein konkretes Ziel, das dir den Weg weist. Aber wie formuliert man ein klares Ziel? Ein klares Ziel ist spezifisch, messbar und erreichbar. So kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte in 6 Monaten die B2-Prüfung in Deutsch bestehen und somit das B2-Niveau in 6 Monaten erreichen. Das wäre ein konkretes Ziel. Ein anderes Ziel wäre zum Beispiel zu sagen, ich möchte innerhalb von 3 Monaten 500 neue Vokabeln lernen. So ist das Ziel messbar, konkret und erreichbar. Auf diese Art und Weise schaffst du es, deine Motivation aufrechtzuerhalten und einen klaren Weg zu haben. Nun haben wir ein konkretes Ziel festgesetzt. Es ist wichtig, dass man auch immer eine Motivation hat, warum man diese Sprache lernt. Das heißt, möchtest du in Deutschland studieren oder möchtest du in Deutschland arbeiten? Hast du ein Familienmitglied in Deutschland? Diese Motivation musst du dir bewusst machen, denn tatsächlich braucht man starke Motivationen, um bei einer Sprache langfristig dran zu bleiben. Ein konkretes Ziel ist da immer sehr wichtig, aber auch eine Motivation, die einem dabei hilft, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du nun ein klares Ziel hast und deine Motivation hinter dem Deutschlernen erkannt und für dich festgesetzt hast, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Nun möchtest du ja auch dieses Ziel erreichen. Und genauso wichtig wie das Ziel ist es auch, sich einen Plan zu erstellen, wie man dieses Ziel erreicht. Und dieser Plan
muss in kleine Schritte aufgeteilt sein. Wie beim Tipp Nummer 2. Du musst dir erst einmal überlegen, was du für ein Mensch bist. Du hast nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie du die Sprache lernst. Bist du eher ein visueller Mensch oder bist du eher ein auditiver Mensch, der mehr mit dem Hören arbeitet? So kannst du beispielsweise Audios anhören oder magst du es lieber zu lesen? Auf diese Art und Weise kannst du deine Reise starten. Ich empfehle es auch zu variieren zwischen den verschiedenen Lernmethoden. Die Variation sorgt für Abwechslung und so bleibst du motiviert. Nun brauchst du konkrete Schritte, die du für dich festlegst. So sagst du zum Beispiel, ich lerne ab jetzt für die nächsten 6 Monate jeden Tag 5-mal pro Woche, beispielsweise von montags bis freitags um 17 Uhr für 30 Minuten Deutsch, indem ich dieses Buch 30 Minuten lang lese. Oder du könntest sagen, ich lerne 3-mal pro Woche, nämlich am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils eine Stunde um 18 Uhr zu Hause, indem ich diesen YouTube-Kanal anschaue oder anderes Material und mir dabei alle neuen Vokabeln aufschreibe. Und vergiss nicht, dir eine Zeit zum Wiederholen einzuteilen. So könntest du zum Beispiel sagen, die Hälfte der Zeit benutze ich, um mein altes Wissen zu wiederholen und die andere Hälfte benutze ich, um neues Wissen zu erlernen. Und natürlich wirst du auf diesem Weg auch Herausforderungen haben. Es wird nicht immer alles so einfach sein. Das ist aber normal. Und wenn dies bei dir auch auftritt, dann such dir Hilfe bei anderen Lernenden, die du kennst. Oder bei deinem Deutschlehrer. Schreib mir in die Kommentare, wenn du Probleme hast. Ändere die Lernmethode. Wenn die eine langweilig geworden ist, dann benutze eine andere Lernmethode. Auf diese Art und Weise kannst du dein Lernen variieren. Das mache ich auch so mit meinem Französisch. Ich habe eine Zeit lang fast nur YouTube-Videos auf Französisch gehört. Danach habe ich mehr gelesen auf Französisch. Zeitweise habe ich mich auf das Sprechen konzentriert und so mehr Stunden mit meinem Französischlehrer gebucht. Und so kannst auch du immer wieder variieren, damit es dir weiterhin Spaß macht, die Sprache zu erlernen. Ja, das war's schon mit unserer Serie. Ich hoffe, dir haben die Videos gefallen. Schreib es mir in die Kommentare, wie du sie fandest, welchen Tipp du am besten fandest. Und hier siehst du noch einmal die 5 Tipps zusammengefasst. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, ein Like dort zu lassen, abonniere den Kanal, schreib mir in die Kommentare, über was ich sprechen soll. Schreib mir in die Kommentare, welche Herausforderungen und Probleme du hast beim Deutschlernen. Setze heute noch dein Ziel fest und einen konkreten Plan, mit dem du dein Ziel erreichst. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, um dein Deutsch auf die nächste Stufe zu bringen, dann klick auf das nächste Video hier.